Mahlzeit, herzlich willkommen beim Retro Video Magazin, einem neuen Video unsererseits, einem kleinen Rundgang-Video. Wir sind in Mönchengladbach-Reit auf der Frühjahrskirmes. Zweimal im Jahr ist hier in meiner Heimatstadt Kirmes und das ist die große Reiterkirmes. Freitag bis Montag, wir haben jetzt Freitag, ist es noch nicht losgegangen, aber wir gehen los mit euch über den Platz. Das ist vielleicht nicht ganz richtig, sondern es gibt zwei Plätze. Wir sind jetzt gerade hier auf dem Marktplatz und ihr habt schon gesehen, Extreme, ein KMG Speed steht hier. KMG ist der Hersteller, Speed die Typenbezeichnung für diesen riesigen Propeller. Autoscooter, Bumpercars, Selbstfahrer, Dodge, das kennt ihr. Soundcenter 2 von Hans Otto Grass haben wir auch am Start, auch immer hier. Also das da vorne variiert, der Scooter steht hier immer. Dazu ein paar Reihengeschäfte, Gastronomie, Kinderkarussells und natürlich Bonus großes Bierdorf. Und das alles ja, im Schatten unseres Rathauses. Wir haben übrigens hier in der Stadt zwei Rathäuser, zwei Hauptbahnhöfe und auch zwei Vorwahlen. Das ist eigentlich eine andere Geschichte, aber wollte ich gerade mal erwähnt haben. Wir gehen jetzt ein bisschen weiter, ein paar Meter, nicht viele. Und dann gehen wir auf die Gracht bzw. auf die Straße, die dazugehört. Denn das ist quasi dann das Herzstück und da, wo die meisten Fahrattraktionen sind. Und wenn ihr diesen Kanal schon was länger kennt, wisst ihr, wir beschäftigen uns nicht mit Sprechen, sondern mit Fahrgeschäften. Und die gucken wir uns jetzt gemeinsam auch noch an. So Leute, wir sind jetzt am Ende der Gracht, da fangen wir an mit dem Flyover, der Starflyer, der jetzt hier am Ende steht. Das ist immer so das große Finale und ich sag mal so früher, als wir noch jung waren, da stand da immer zum Beispiel ein Topspin oder so, stand auch zuletzt noch hier, jetzt Frühkirmes in Reit ist es der Flyover. Und ihr habt es gerade im Schnelldurchlauf schon gesehen, hier die Straße runter, ganz viele Reihengeschäfte und Verlosungen. Man kann hier auch, das finde ich immer so ein bisschen weird, Handtaschen und sowas kaufen. Das wird irgendwie auch immer mehr. Aber das dann jetzt auch nochmal ja, infrastrukturmäßig, wie es zu einem richtigen Festplatz dazugehört und was für einen richtigen Festplatz auf jeden Fall wichtig ist. Entchenangeln sind wir auch dran vorbeigelaufen. Da habe ich bei uns lokal, ja, nee, das ist kein Dorf, aber wo ich aufgewachsen bin, ja, ich habe das ganze Geschäft subventioniert, würde ich mal sagen. Wir gehen jetzt ein Stückchen weiter und haben halt einen großen Parkplatz, auf dem sich dann die meisten großen Fahrgeschäfte tummeln, die wir euch dann jetzt zeigen können, die dieses Jahr hier sind. Wir haben jetzt gerade nur im Vorbeilaufen ein bisschen was erspäht. Es ist in der Kommunikation im Vorfeld immer ein bisschen schwierig, es gibt keine, wer kommt hier, was ist geplant, was kommen soll. Man kann es, wenn sich dann ja, herleiten, wenn bestimmte Schausteller eventuell ihren gesamten Tourplan veröffentlichen und dann unsere Kirmes da irgendwie mit drauf ist. Aber von der Stadt selber wird das vorher im Vorfeld nicht released. Das ist auch witzig, das Karussell dreht sich und der Vorhang ist noch zu. Wir biegen jetzt ab. Was da ist, das dürfen wir euch nicht zeigen. Das ist komisch. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber wir haben ein Verbot bekommen, dieses Fahrgeschäft zu filmen vor einigen Jahren. Und deswegen kommen wir zum Disco Dance. Als erstes auf der rechten Seite von mir aus, jetzt wenn ich hier lang komme, ein großer Scheibenwischer. Ja, Spaß ohne Ende, Airtime ohne Ende und auch noch ein, ja, ich nenne es jetzt mal minimalistisches Rückhaltesystem, was halt für mehr Fahrspaß sorgt und euch trotzdem sicher im Sitz hält. Direkt gegenüber davon haben wir Nessie. Habt ihr alle schon gesehen, vor allem hier auf dem Kanal haben wir euch Nessie schon mal gezeigt. Das ist eine klassische Schiffsschaukel. Es gibt aber die Möglichkeit, Nessie auch mit VR-Brille zu fahren. Und ihr schaukelt dann durch Hochhausschluchten, ihr stürzt Hochhausschluchten hinunter. Funktioniert echt gut. Nessie von Markmann ist ein Eigenbau, diese Schiffsschaukel mehr oder weniger. Und das VR-System kommt von Fizz Games. Die haben wir in dem Video natürlich mit drin gehabt, wo wir darüber gesprochen haben. Habt ihr aber auch schon viele Animationen gesehen, zum Beispiel für Fahrgeschäfte, Hersteller aus Deutschland. Big Bamboo Funhouse, richtig geiles Thema. Ja, Beach, Sonne, Party, Strand, Hula-Kette um und dann geht's mit der ganzen Familie los und hier. Ja, das ist so die Mischung aus, man hat selber Spaß, man hat ein kleines Abenteuer und vor allem das Ganze gepaart mit viel, viel Schadenfreude. Habe ich, glaube ich, hier noch nie gesehen, den Hawaii Swing.
von Shark, der steht jetzt hier. Sehr cooles Fahrgeschäft grundsätzlich, also vom Fahrgeschäft her überhaupt. Sieht aber auch richtig schick aus. Passt voll gut zu Big Bamboo daneben. Kinderscooter und weitere Reihengeschäfte, Kinderschleife dürfen wir natürlich nicht vergessen. Die Losbude habe ich auch so noch nicht gesehen. Da stand früher eine Losbude, die ist abgezahlt durch mich. Ich vermisse immer noch meine riesige Wasserpistole, doppelläufig, 3 Tanks, das war richtig cool, in Schelsen beim Schützenfest immer. Und wir haben noch ein weiteres Fahrgeschäft, ich vergesse immer, wie die in England das Ding nennen, ein Orbiter, der hier Fast and Furious heißt. Ich weiß nicht, was Universal dazu sagt. Aber das wird ja schon irgendjemand geklärt haben. Das machst du ja nicht alles. Das kostet ja alles viel Geld. Dann druckst du da drauf, baust auf, baust riesen Lichtschilder. Das machst du ja nicht einfach so. Da musst du dir sicher sein, dass das alles so rechtens ist. Und ja, für mich das Highlight und eigentlich auch die Stelle, wo immer wirklich so ja, der krönende Abschluss ist, obwohl man es somit als erstes sieht und immer das größte und imposanteste Inride. Und das ist diesmal die Sound Machine. Ein riesiges, großes Karussell, was sich nicht nur dreht, sondern auch überschlägt und ja, meiner Meinung nach optisch auch einiges hermacht und richtig, richtig gut aussieht und Spaß macht zum Fahren, Spaß macht zum Zugucken. Und damit sind wir quasi auch schon durch mit diesem kleinen Rundgang hier über den Platz in Mönchengladbach zur Frühkirmes. Und ich hoffe, euch das zeitnah zeigen zu können, das Video. Ansonsten werdet ihr es danach gesehen haben. Aber wir haben heute Freitag, es geht bis Montag, das Ganze muss erst geschnitten werden. Ihr kennt das Spielchen, ja. Und wenn ihr das Spielchen noch nicht kennt, werdet ihr jetzt den Kanal abonnieren, regelmäßig reingucken. Denn jeden Tag um 18 Uhr gibt es hier ein neues Video. Und wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder zum neuen Video hier auf dem Redview YouTube-Kanal.